Heute schauen wir uns ein Release an, besser gesagt zwei. Ich habe nämlich Brüder dabei, einmal das Abyss und einmal das Fulcrum Flex von Trueball. Diese zwei Releases sind nicht neu auf dem Markt, es gibt sie schon eine Weile im Sortiment von Trueball. Wir haben aber noch kein Video darüber gemacht, deswegen möchte ich die Gelegenheit mal nutzen. Sie sind nämlich nicht nur bei uns im Shop, sondern generell sehr beliebte Releases und das nicht ohne Grund. Wir haben hier zwei Releases, die quasi Brüder sind. Wir haben also ein Kip-Release, das ist dieses hier, das Fulcrum, und das Abyss, das ist das Trigger-Release dazu. Sie sind also exakt gleich oder so gleich es eben möglich ist. Die gleiche Geometrie, die gleiche Form, können sehr ähnlich eingestellt werden. Man kann aber das eine eben mit Trigger schießen und das andere hat hier vorne so einen Abzugsstollen und einen Haken. Das kann man also als Rückenspannung oder als Kip-Release benutzen. Und das ist eben das Coole an diesem, ich sag mal, System oder an diesem Kit. Wir haben also eben die Möglichkeit, ein Release zu schießen und auf den Schützen anzupassen, so dass er sich damit wohlfühlt, dass es an der richtigen Stelle sitzt, der Ankerpunkt. Und er kann wechseln zwischen einem Release, was mit Trigger geschossen wird, und dem hier. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Vorlieben. Es gibt Schützen, die sagen, ich möchte im Wettkampf ein Kip-Release schießen. Ich möchte eben quasi diese Überraschung haben, ja, dass es das Release für mich selber löst. Ich trainiere aber mit einem Trigger oder andersrum. Es gibt Schützen, die schießen mit einem Kip-Release, wenn es aber im Sommer sehr windig wird zum Beispiel, wenn man über die Scheibe geweht wird, hat man dadurch einen Nachteil und fährt halt besser mit einem Trigger. Das heißt, wenn es dann eben schlechte Wetterbedingungen sind, packt man das hier aus. Und wenn man hin und her geschüttelt wird, muss man eben, naja, ein Tod muss man sterben und dann drückt man eben voll durch in dem Moment, wo man in der Mitte ist. Das ist zwar kein schönes Bogenschießen dann, aber es ist besser, als über die Scheibe geweht zu werden, und das Kip-Release löst ja dann in irgendeinem Moment, den man nicht so gut beeinflussen kann. Es gibt da noch viel mehr Gründe, eventuell diese beiden Releases im Wechsel zu schießen, aber man hat hier eben die Möglichkeit von Trueball gegeben und deswegen ist das eben sehr schön und wird auch gerne angenommen. Die sind beide sehr flexibel einstellbar. Wir haben den Zusatz Flex bei diesen Releases, das ist bei Trueball also immer so, wenn ein Flex hinten dran steht, bezieht sich das auf die Einstellung für den dritten oder vierten Finger. Wir haben also hier diese Erweiterung und wir haben bei beiden Releases jeweils noch ein Teil mitgeliefert. Das hier kann man demontieren, das hier montieren und dann kann man das Release eben statt mit 3 mit 4 Fingern schießen. Das ist erstmal sehr schön. Da geht Trueball auch immer mehr hin. Also wir hatten zum Beispiel das Blade Release von Trueball. Das war ein 3-Finger- oder ein 4-Finger-Release. Auch das hat Trueball umgestellt. Also Trueball macht immer mehr mit dieser Flex-Technologie. Hier hinten steht auch Flex drauf. Und das macht auch Sinn, denn man braucht eben keine zwei verschiedenen Releases auf dem Markt zu haben für Leute, die 3 oder 4 Finger bevorzugen. Man kann es eben umbauen. Dieses Teil hier ist aus Aluminium. Das ist also auch sehr stabil und wir haben hier hinten drauf solche feinen Linien. Wir haben hier an der Seite eine kleine Schraube, in die man dann lösen kann und dann kann man das so einstellen. Und so kann ich hier den Winkel einstellen. Und das gleiche mit den 4 Fingern, da habe ich sogar an 2 Stellen Einstellmöglichkeiten. Und dann durch diese Markierungen hier hinten finde ich dann auch die Einstellung immer wieder. Kann also hier schauen, wo diese Linie an der Kante sitzt und kann die Linien zählen und damit eben weiß ich, wo ich das eingestellt hatte. Wenn ich 2 Releases habe, dass ich es an der gleichen Stelle einstellen kann. Da gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Das ist einfach ein solides System. Man kann es richtig festmachen, das verstellt sich dann auch nicht mehr. Und ja, also eine gute Erfindung und setzt sich immer mehr durch. Das nächste, was sehr flexibel einstellbar ist bei diesen beiden Releases, ist die Position des Kopfes. Also egal, ob es der Kopf mit dem Haken vom Trigger Release, vom Abyss ist oder vom Fulcrum mit dem Kipphaken hier und diesem Abzugstollen. Beide haben dieses von Trueball genannte LAS-System, Lever Alignment System. Wir haben hier 6 Schrauben an der Seite, die kann man lösen und dann kann man den Kopf umsetzen. Und das zeige ich jetzt mal. Das ist bei dem Trigger Release noch ein bisschen komplizierter und ein bisschen aufwendiger als bei dem anderen. Deswegen mache ich es jetzt mal beim komplizierteren von beiden. So, also wie gesagt, wir haben jetzt hier diese 6 Schrauben, diese Schraube und diese hier sind jeweils dafür da, um den Kopf zu montieren oder den Kopf festzuhalten. Hier oben drüber haben wir noch 2 und unten noch eine. Die halten diese schwarzen Kappen hier. Das sind Staubschutzkappen. Wenn ich das jetzt abgeschraubt habe, dann sehen wir auch warum und was die schützen. So, das dauert jetzt eine ganze Weile. Die Schrauben sind lang.
Jetzt habe ich die beide raus und jetzt kann ich also diesen Kopf hier vorne rausnehmen. Und jetzt sieht man eigentlich auch das Geheimnis dahinter. Wir haben jetzt hier mehrere Zähne. Das müssten 5 Stück sein, weil wir an 5 Positionen den Kopf montieren können. Wenn ich jetzt das Release löse, nein, ich muss es erstmal spannen. Wenn ich das Release jetzt spanne, dann bewegen sie sich etwas nach unten und beim Lösen schnell sie wieder nach oben. Und an jeder von diesen einzelnen Zähnen kann jetzt der Kopf positioniert werden, der hier eben das Gegenstück eingebaut hat, und dieses greift dann in den Zahn ein und löst dann eben den Haken zum Einhängen ins D-Loop hier vorne. So, und wenn ich jetzt diesen Kopf ersetzen möchte, dann muss ich jetzt einen von diesen Staubschutzkappen demontieren, und das ist jetzt auch der Grund, warum die da dran sind, weil da eben darunter diese Technik mit den Zähnen ist und die möchte man halt nicht, dass da Dreck reinkommt. Beim Kip-Release, was ich hier neben mir liegen habe, da ist ja darunter keine Technik. Da haben wir die ganze Technik hier oben in dem Kopf hier, und darunter, das ist da ja fest montiert, aber da ist quasi nichts, was man schützen müsste, und deswegen sind da auch keine Staubkappen dabei. Erleichtert dann ein bisschen das Umpositionieren von diesem Kopf. So, wenn ich das jetzt also hier abschraube, dann fällt mir diese Kappe hier schon entgegen, und dann kann ich eben das hier eine Position weiter unten montieren, und dann kann ich eben die Kappe hier oben wieder einsetzen. Und das ist auch das Schöne hier, wir haben also eine Kappe, die mit einer Schraube festgemacht wird und eine mit 2 Schrauben. Also quasi wir haben 6 Positionen, 3 davon belegt der Kopf, und dann haben wir eben für 3 Positionen diese Kappen, und so kann man mit diesen 2 Kappen jede Position des Kopfes abdecken. In der untersten Position kommen beide Kappen nach oben. Das ist jetzt ein bisschen schwierig hier überhaupt zu zeigen. So. Wenn ich es eins nach oben setze, dann nehme ich die kleine Kappe nach unten. Wenn ich es noch eins nach oben setze, dann drehe ich beide Kappen um. Dann muss die größere nach unten. Und wenn ich den noch weiter nach oben setze, den Kopf, habe ich irgendwann beide Staubschutzkappen auf der Unterseite. Und so hat man eben keine zusätzlichen Teile, die verloren gehen, wo man dann, wenn man es mal umbaut, nicht mehr weiß, wo sie sind. Ich setze jetzt erstmal diese Kappe hier wieder ein und dann als zweites den Kopf. Da habe ich festgestellt, dass eine Sache entweder gelöst oder scharf gestellt. Ja, also wenn man das Release scharf stellt, den hinteren Knopf hier drückt, dann ist es leichter, das in Position zu bringen und festzuschrauben. Wenn ich jetzt also hier in die Ankerposition gehe, wenn ich nur den Zeigefinger reinmache, dann sieht man schon, wie weit es jetzt nach vorne gekippt ist. Und wenn ich jetzt hier mit den Fingern reingehe, dann habe ich viel mehr Druck hier auf den Finger 2 und 3, alleine dadurch, weil es eigentlich weiter nach vorne kippen möchte. Also auch das ist ein Effekt davon, dass man hier mehr Kraft auf den 2 Fingern hat. Und es löst auch noch. Also relativ einfache Sache eigentlich. Man muss halt ein bisschen umschrauben, aber man braucht hier auch keine Angst haben. Es fallen hier einem keine Sachen entgegen oder sowas. Sehr, sehr schöne Lösung. Und wenn man jetzt eben das so umgestellt hat und das so gut findet, dann müsste man eben jetzt beim Fulcrum auch hingehen und müsste den Kopf auch unterstellen. Das ist eben dann hier. Dann macht man auch die 2 Schrauben auf, setzt es nach unten und dann kann man es eben in die gleiche Position bringen. Weil das will man ja. Man will ja, dass beide Release in der gleichen Geometrie arbeiten. Jetzt habe ich relativ viel zum Trigger Release gesagt von Trueball. Jetzt möchte ich mal zum Fulcrum, zum Kip Release von den beiden kommen. Darüber auch ein bisschen was erzählen. Wir haben nämlich hier eine sehr schöne Einstellmöglichkeit, um den Punkt zu verändern, an dem es löst. Also nicht nur den ganzen Kopf über dieses LAS-System zu verstellen, sondern eben auch die Schärfe des Releases. Hot steht auf den Releases immer drauf. Das ist ein schönes System. Da gibt es nämlich hier eine Schraube, die ist im Release mit drin. Die kann ich rausnehmen. Dann kann ich hier diese Schraube öffnen. Das ist quasi die Sicherung. Und dann kann ich unten drunter das Tool hier einsetzen. Und wenn ich jetzt hier oben drauf gucke und dran drehe, dann sieht man, dass sich der Zeiger von Hot bis weniger Hot bewegt. Und das ist eine super, super schöne Sache. Jetzt nehme ich es raus.
sicher ist wieder, drehe es hier zu, drehe es fest und kann das Tool im Release hier oben verstauen. Da ist auch ein kleiner O-Ring dran, damit ich es nicht verliere. So, super, super Sache. Man braucht kein zusätzliches Werkzeug. Das Werkzeug ist im Release mit verbaut. Man kann also jetzt, wenn das Release neu ist und man findet die Einstellung oder man will die Einstellung finden im Training, kann man schießen und kann sagen, okay, wie hat sich das angefühlt? Ist mir ein bisschen zu scharf, löst ein bisschen zu schnell, kann hier eine Viertelumdrehung drehen oder eine halbe, das macht schon sehr viel aus, also eine halbe Umdrehung ist da schon viel. Und kann das dann nochmal probieren und kann das so finden. Und man kann sogar im Wettkampf, wenn man sagt, an dem Tag, bin irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden und das löst heute nicht so, wie ich mir das vorstelle. Irgendwie bin ich da immer, kommt zu spät. Selbst da könnte man hier noch ein bisschen dran drehen. Also man ist da sehr flexibel und man braucht eben kein zusätzliches Werkzeug. Wenn man seine Einstellung gefunden hat, würde ich trotzdem empfehlen, diese Schraube hier einmal mit einem normalen Tool richtig schön also nicht richtig kräftig anzuziehen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, aber halt, damit es ordentlich fest ist, damit man auch die Zuversicht hat, dass sich das hier nicht von alleine verstellt. Ja, aber das ist eben die Verstelloption. Das sind die zwei Optionen. Einmal die Kopfposition ändern und einmal die Position ändern, bei dem das hier löst, der Haken. Dann haben wir hier noch zwei Positionen für die Daumentrommel. Man kann das hier umsetzen auf das andere Gewinde und dann muss man das Tool rausnehmen und das Tool auf die andere Seite setzen, damit die Gewinde sich da nicht im Weg sind. Wir haben bei dem Release dabei noch einen zweiten Abzugstollen. Der sieht so aus. Das hier ist ein Sear auf Englisch oder Abzugstollen, der keinen Klick hat und der standardmäßig verbaut ist. Der hat eben dieses Vorwarnungsklicken. Das ist ja eben sehr nett, dass man weiß, dass man seine Position gefunden hat. Es gibt Schützen, die das einfach ein bisschen verwirrt aus der Bahn wirft, die sich erschrecken bei diesem Klicken. Deswegen gibt es das eben auch ohne. So, und das ist eben alles hierzu. Jetzt gehe ich nochmal zurück zum Abyss, denn hier kann man noch den Weg des Triggers und die Kraft, die man zum Auslösen braucht, einstellen. Wir haben hier zwei Lockschrauben an der Vorderseite. Die muss man beide lösen. Und jetzt haben wir eben zwei Schrauben auf der Oberseite. An der vorderen können wir den Weg einstellen, den Löseweg, und hier können wir die Kraft einstellen. Wenn ich jetzt den Löseweg hier einstelle und ich das hier so anzeige, wenn ich das jetzt lade, geht es nach oben und dann sieht man hier, da drücke ich so einen Spalt zu. So. Hier hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, das sehr fein einzustellen. Und was man jetzt nicht sehen kann, wenn ich hier oben drauf das verstelle, das ist dann die Kraft. Aber die kann ich jetzt nicht darstellen, weil das kann man nicht sehen, wie viel Kraft das braucht. Aber wenn ich da die Schraube löse, dann brauche ich eben weniger Kraft. Und das ist auch sehr schön, da kann man wirklich dran rumprobieren und so lange stellen, bis es genau so löst. Mit genau der Kraft, die man gerne hätte. Und dann kann man natürlich noch hier den Trigger verstellen. Also man kann diese Schraube hier lösen, man kann hier rotieren, man kann den Barrel direkt hier montieren, wenn man nicht diese Verlängerung noch haben möchte. Man hat also wirklich viele Möglichkeiten zusätzlich zu der Einstellung für den dritten und vierten Finger und so weiter, zusätzlich zum Kopf. Die beiden Release haben den Flex-Zusatz im Namen und der ist wirklich mehr als gerechtfertigt, denn man kann hier wirklich sehr, sehr, sehr viel einstellen. Ein kleiner Hinweis noch zum Lieferumfang vom Abyss Flex. Es ist noch eine zweite Daumentrommel dabei, und zwar diese hier. Und das ist eben eine mit deutlich geringerem Durchmesser und die hat den gleichen Durchmesser wie die Daumentrommel, die beim Fulcrum dabei ist. Das ist also die Idee, diese Trigger an den Releases, die haben ja in der Regel größere Durchmesser. Wenn man aber diese beiden Releases im Wechsel schießt und möchte eben auch den geringen Durchmesser, wie er üblich ist bei so einem Backtension-Release, dann kann man eben auch den hier montieren und hat eben auch diesen als Trigger. Der Release-Körper ist bei beiden aus Messing mit einer von Trueball genannten Quicksilver-Beschichtung. Es ist eine Nickel-Beschichtung, darüber konnte ich leider nicht mehr rausfinden, weil mehr sagt Trueball selbst dazu nicht. Hat den Vorteil, dass das Messing eben nicht korrodieren kann. Das wissen die Leute, die zum Beispiel im Recurve-Bereich Tabs aus Messing schießen.
dass das so ein Grünspan bildet oder sowas. Das ist also eine inerte Beschichtung, die ist so ein bisschen chromartig, sieht es auch aus, mit so einem leichten Gelbstich. Die ist aber halt total wetterfest und wird sich halt auch mit dem Schweiß nicht verändern. Das Einzige, wo man eben aufpassen muss, wenn Leute Nickelallergie haben, dann muss man hier ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt möchte ich sie mal wiegen, denn die Messing-Geschichte ist ja ein bisschen schwerer und auch diese Releases sind etwas schwerer. Ich habe hier meine Waage mitgebracht, lege ich jetzt mal beide einfach drauf. Das Fulcrum, das wiegt 127 Gramm und das Abyss, das wiegt ein paar Gramm mehr, da sind wir bei 134. So, ist das schwer? Wie schwer ist das im Vergleich? Ich habe hier mal noch 2 andere Releases von Trueball dabei. Das hier ist das Go 2, auch sehr beliebt gewesen in letzter Zeit. Das ist ein reines Aluminium-Release, obwohl da relativ viel Technik dabei ist. Wiegt 107 Gramm, also 30 Gramm mehr. Das ist schon ein Unterschied. Und es ist noch nicht das leichteste. Es gibt welche, die auch unter 100 Gramm wiegen, reine Aluminium-Release. Aber wir haben hier zum Beispiel das Goat. Das hat den halben Körper aus Aluminium, den halben Körper aus Messing. Auch noch diese Flex-Erweiterung hier unten dran, aber ist massiver. Das sieht man sofort. Das hat einen massiven Körper und das wiegt 150 Gramm, obwohl es noch nicht komplett aus Messing besteht. Das bedeutet eben, dass diese beiden hier vom Gewicht her irgendwo da in der Mitte liegen zwischen, bei Trueball, den richtig schweren Messing-Releasen. Auch das Blade mit Messing-Körper ist auch schwerer. Dafür, dass sie aber so schlank sind, also das muss man ja wirklich sagen, sie sind wirklich sehr dünn gefertigt und tragen nicht sehr dick auf. Dafür sind sie relativ schwer. Genug erzählt und genug geschraubt. Ich würde sagen, ich werde die jetzt mal schießen und dafür müssen wir zusammen mal rüber auf die Schießbahn. Fange ich doch mal an mit wem soll ich denn anfangen? Mit dem Abyss, mit dem Trigger Release. Ich habe da jetzt noch nicht viel dran gestellt. Die Einstellung, auf der es stehen sollte, das müsste die feinste Einstellung sein, also die sensibelste. Schauen wir mal. Ich habe mich da jetzt ein bisschen vorsichtig rangearbeitet, aber es ist nicht so sensibel, wie ich dachte eigentlich. Also die Einstellung ist eigentlich noch eher grob und ich meine, dass es so ist, dass es nicht feiner geht. Für den einen oder anderen wird das vielleicht nicht genug sein, aber es ist definitiv auch so, dass man den Finger drauflegen kann und ganz in Ruhe weiterarbeiten. Also man braucht jetzt nicht Angst haben, dass sobald man den Finger da hat, dass das Release aufgeht. Das ist also nicht der Fall. Leute, die keinen Kontakt haben zum Trigger und einfach durchpunchen, die werden das Problem sowieso ja nicht haben, aber für alle anderen. Also mein Eindruck ist, es ist auf jeden Fall zu groß für mich. Also das habe ich ja aber vorher schon gedacht, aber es gibt ja eben das Abyss nur in M und L und das Fulcrum auch in Größe S, und wenn man eben dieses System machen möchte, also wenn man wechseln möchte zwischen Trigger und Backtension, dann muss man ja die gleiche Größe benutzen. Und deswegen habe ich jetzt hier auch mal die Größe M rausgekramt, aber ich würde eigentlich die Größe S bevorzugen. Was erstaunlich ist, denn normalerweise schieße ich ein Arc-System Aton 2 Backtension und das hat Größe M und das sitzt recht gut, wenn man das vielleicht sehen kann. Da sind meine Finger, da habe ich auch keinen Platz hier. Für den Zeigefinger habe ich noch den meisten Platz, aber Finger 2 und 3 sitzen hier wirklich drin. Also diese Vertiefungen hier sind tief und klein. Das ist aber super, das ist fast wie angegossen. Ich bin da absoluter Fan von. In dem Fall hier Größe M, der Mittelfinger, der hätte hier sehr viel Platz und auch der kleine. Also diese Vertiefung hier, das ist groß. Für den Zeigefinger, das ist wahrscheinlich vergleichbar. Das ist ungefähr ähnlich. Ja, fühlt sich auf jeden Fall gut an, hat einen soliden Eindruck, sicheres Gefühl beim Schießen. Also
Es ist ja auch schön schwer, weil es eben das Messinggehäuse hat. Und ich habe noch überhaupt nicht viel eingestellt. Die Position von dem Kopf hier vorne, die Höhe kann man ja einstellen. Ich habe den Trigger ganz nach oben gestellt, weil das Release mir ein bisschen groß ist und weil ich eigentlich weiter in meine Hand reinkommen wollte mit dem Trigger. Das ist also in der ganz obersten Position und auch quasi ganz hinten. Der sitzt schon ganz okay so für mein Gefühl, aber da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Basteln angesagt, um das richtig auf die Größe zu kriegen, die ich brauche. Jetzt also das Fulcrum Flex. Das erste, was mir auffällt, ist, dass hier vorne der Haken und diese ganze Mechanik sehr leichtgängig sind und sehr locker. Also wenn ich das so hin und her bewege, dann fällt das immer wieder raus. Man muss es ja hier anheben, um es in Schussbereitschaft zu versetzen. Und das finde ich ungewöhnlich locker. Auch da kommt es wieder darauf an, wo ich herkomme oder was eben mein Standard-Release ist. Das Arc-System hat ja die gleiche Technik ungefähr, aber hier drunter ist ein kleiner Magnet. Und der hält eben diese Klappe fest. Ich kann es jetzt also anheben, ganz vorsichtig. So, dann ist es in Schießposition. Und jetzt kann ich hier hin und her wackeln, was ich will. Das fällt nicht mehr ab. Und das ist eine absolute Erleichterung, vor allem für Leute, die das zum ersten Mal benutzen, so ein Release. Das ist viel Gefrickel mit diesem kleinen Haken und der bleibt wenigstens in Position. Man kann ihn einhängen und man weiß, er bleibt auch noch da. Beim Trueball ist es eben so, ich muss das jetzt einhängen. Ich muss dann aufpassen beim Einhängen, dass es sich nicht wieder aushängt, je nachdem wie weit ich es drehen muss, wenn mein D-Loop ein bisschen verdreht ist. Und dann kann es auch sein, dass es schon in der halben Position, also auf dem, da wo eigentlich der Klick ist, schon hängt. Ja, also da ist also wirklich diese einfache Lösung mit dem Magnet von Arc-System ist wirklich viel wert. Da gewöhnt man sich dran, aber ich fände es cool, wenn es irgendwie ein bisschen anders gemacht wäre. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön, dass es schön leichtgängig ist. Da hat man auch eben nicht das Gefühl, dass hier irgendwas hängen bleibt oder klemmt oder sowas. Also das wird zuverlässig lösen. Die zweite Sache, die mir auffällt, ist auch wieder die Größe. Also hier habe ich auf jeden Fall viel mehr Bewegung, viel mehr als mir eigentlich lieb wäre. Das Release gibt es ja in Größe S, das habe ich jetzt hier eben auch in der Größe M da. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, bei der Größe S wäre es wahrscheinlich okay. Bei Arc-System ist es bei mir Größe M und passt wie angegossen. Das ist halt auch interessant, dass man da diese Unterscheidungen hat. Also dass Trueball da eine ganz andere Größe hat. Die sind irgendwie für amerikanische Jagdbogenhände Design, habe ich das Gefühl. Deswegen da immer eine Größe kleiner eigentlich. Kann man fast sagen, man muss es im Endeffekt immer ausprobieren, aber man kann immer schon mal eine Größe kleiner probieren, als man normalerweise benutzen würde. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn, schießen wir doch mal. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis da das Lösen kam. Ich weiß noch nicht so genau, wie lang der Weg ist. Was mir aufgefallen ist, ein sehr lautes Klicken. Das kann natürlich auch daher kommen, dass das Release noch neu ist. Das wird sich auch vielleicht ein bisschen abnutzen über die Zeit. Aber ja, es gibt ja Schützen, die da regelrecht sich erschrecken, wenn es klickt. Und das ist in dem Fall hier eben auch sehr stark, fällt das aus, sehr deutlich. Ja, aber gut, das ist ja kein Manko. Kann auch sein, dass das konkret so gewünscht ist. Ja, also wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt, wo da der Punkt ist, ohne dass ich es jetzt eingestellt habe, dann kommt es auf jeden Fall alles ein bisschen zügiger. Sehr, sehr schönes Release. Ja, also generell ein super Teil, super schönes Release. Ich kann ja jetzt nochmal einen vergleichenden Schuss machen mit dem Arc-System Argent 2, damit ich hier direkt nochmal live sagen kann, was mir auffällt als Unterschied. Ja, also erstes Mal, es liegt so viel besser in der Hand, weil es halt mir besser passt. Das ist ein Riesending und das ist absolut wichtig.
Der Klick ist viel, viel leiser und den habe ich mich ja auch von der Lautstärke so gewöhnt. Deswegen ist es auch eher das, was mir natürlich gefällt. Ich schieße es ja auch nicht ohne Grund, sondern weil ich es gerne mag. Und was mir auch sofort auffällt, ist, dass ich mich an diese dicke Daumentrommel gewöhnt habe. Hier ist jetzt so eine dünne dran. Es gibt auch eine andere Daumentrommel bei dem Release dabei. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es so ist. Man kann also die tauschen, damit sie genauso den Durchmesser hat wie vom Abyss, vom Trigger Release. Das würde ich auch machen. Also ich finde diese dünnen, man braucht ja eigentlich nichts Dickeres, weil man hier nicht löst, sondern das ist ja nur zur Sicherheit. Aber ich mag es trotzdem, wenn man da ein bisschen mehr in der Hand hat. Aber das geht ja alles, das kann man ja einstellen. Das war erstmal alles zu den zwei Brüdern von Trueball, Abyss und Fulcrum Flex. Es sind sehr, sehr schöne Releases. Es gibt hier fast nichts auszusetzen. Vor allem das Trigger Release, das Abyss, gehört für mich, dadurch, dass es so schön schlank geformt ist und diese ganzen Möglichkeiten hat, es anzupassen zu den besten Trigger Releasen, die ich kenne. Ich schieße sehr, sehr gerne, auch wenn das hier eben gerade nicht meine Größe ist. Die Größe ist eben das Manko, was ich hier eben sagen muss. Es gibt eben nicht beide Releases in Größe S und das ist eben irgendwie nicht verständlich, weil wenn man eben genau diesen Trick machen möchte, dass man im Wechsel einmal Backtension oder Trigger schießt, dann ist das schön, aber wenn es das eine nicht in Größe S gibt und ich bräuchte zum Beispiel mit meinen mittelgroßen Männerhänden, bräuchte eigentlich schon Größe S, dann fällt das für mich eben raus. So, das ist schade. Trueball hat auch letztens noch mal ein Bild von den Releasen auf Instagram gepostet, da hat auch jemand genau das darunter kommentiert, warum gibt es nicht beide Releases in Größe S. Da hat Trueball nichts zu gesagt, ich kann da also auch nur spekulieren darüber, warum das so ist, aber finde ich schade. Wenn jemand zuhört von Trueball, baut doch beide Releases in Größe S, bitte. Das wäre cool. So, also ansonsten technisch sind sie schön, sie sind einstellbar, sie sind flexibel, haben ein gewisses Gewicht, das gefällt mir gut. Sehr, sehr schön. Wieder mal eine echte Empfehlung von mir, aber man muss eben sehr viel Geld in die Hand nehmen, wenn man beide Releases haben möchte und diesen Trick mit dem Wechsel zwischen den Releases machen möchte, muss man über 500 € auf die Ladentheke legen und das ist halt schon sehr viel Geld. Das muss man sich gut überlegen. Deswegen ist es natürlich nicht an Einsteiger gerichtet, sondern an Leute, die schon länger schießen, die wissen, was sie wollen und die genau auf diese Technik, auf diese Option eben Bock haben. Das war es also von mir zu diesen beiden Releases. Ist ein bisschen längeres Video geworden, kann man aber auch sehr viel sagen zu diesen Brüdern hier. Wie immer, wenn noch Fragen sind, einfach in die Kommentare und ansonsten freuen wir uns weiterhin über Daumen hoch und über Abos. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.